Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Toll, dass ihr dabei seid. Weiß, 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 gelb, weiß, 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 weiß. Gelb heißt, das ist ein Penske-Truck. Oh Gott. Und International. Da hat wohl jemand wieder eine Panne gehabt. So, es ist Sonntag, es ist schon spät, es ist schon 10 nach 2. Aber ich muss erst Dienstagmorgen um 11 Uhr da sein. Und wenn ich jetzt durchfahre, bin ich da morgen Nachmittag. Also wenn ich jetzt losfahre und schlafe und wieder losfahre. So, mein Trailer soll hier im Yard sein. Hier in der rechten Ecke stehen die leeren Trailer in der Regel. Gucken wir mal, wo der ist. Jetzt fängt das an mit den geladenen Trailern. 2, 4, 6 ist es nicht. Ein Container ist es auch nicht. Zwei, 3, 4 ist es auch nicht. 2, 4, 3 ist es auch nicht. Aber 1, 3, 3 ist es. Den habe ich doch Donnerstag abgeholt. Als ich das im letzten Video gezeigt habe, dass ich jetzt den Trailer getauscht habe im Munken. Oh, die Blombe ist schon dran, die ist hier. Ja, nimm mal mit, ne? Es geht nach New Jersey mal wieder, aber diesmal mit Kartoffeln, hatte ich im letzten Video schon gesagt gehabt. Also muss er auf 45 Fahrenheit stehen. Ach, super, steht da. Sieht's aus wie ein Sprit. Diesel. Ja, okay, tanken wir da voll. Sieht gut aus, ne? Oh, er hat einen Reifen verloren. Oh, okay. Ja, es geht nach New Jersey zum Seitenstreifenkunden. Also, ich werde da morgen Nachmittag aufkreuzen. Also, wenn alles gut läuft, ne? So mit Panne und so. Ne? Also, mein Plan ist es, da morgen Nachmittag aufzukreuzen. Und dann werde ich da übernachten und dann werde ich morgens zum Kunden hinfahren. Der Anlieferungstermin ist Dienstag um 11. Um 11. Und ja, dann gucken wir mal weiter, wie es weiterläuft. Ne? Kurz nochmal mein Auto kontrollieren. Ja, okay. Alles gut. So. Ja. Hier ist es so, ja, ne, seht ihr, bewölkt. Und 13, 14 Grad würde ich sagen. Es wird jetzt kälter. Es wird jetzt Winter. So, ich mache jetzt Snoopy fertig. Und dann fahre ich darüber hier. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ich nehme euch mit. Wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Und Facebook, Kanada Trucker Philipp. Wollt ihr noch was sagen wegen Kommentare? Gut, alles klar. Bis später.
So, guten Morgen. Es ist Montagmorgen. Es ist kurz vor 10. Ich bin gestern noch bis Mitternacht gefahren. Zu meinem Stammplatz hier, ne? Da wo ich jede Woche bin. Ich fühle mich ja schon richtig zu Hause, ne? So Badezimmer, so. Ja, was gibt's zu sagen? Ich habe noch 651 Kilometer vor mir. Ich werde natürlich versuchen, vorher auf dem Truckstop mich hinzustellen, damit ich... Oder stehe mir am Seitenstreifen. Ich weiß es nicht. Ich werde es euch wissen lassen. So, ja, wie gesagt, es ist ungemütlich kalt. Musste gestern die Standheizung anmachen. Die musste ich letzte Woche schon anmachen. Aber gestern musste ich anmachen, weil gestern war es hat so 8 Grad plus 8 Grad. Boah, der Winter kommt. Yeah! Endlich wieder Schnee. Ja, so mit Truck im Schnee, das ist ja nicht so meins, ne? Aber hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird. So, ja, hier war es gestern voll. Ich habe, glaube ich, da waren noch 5 Stellplätze frei da hinten, da habe ich mich hingestellt. Hatte mich gewundert, weil auf dem Weg hierhin war kaum was los. Ich habe kaum was gesehen. Ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der irgendwie noch fährt. Klar, ein paar Autos, aber Trucks habe ich kaum gesehen. Also ab der Grenze sind es ja ungefähr noch 300 Kilometer bis hierhin. Habe ich vielleicht 3 Trucks gesehen. 4, wenn überhaupt. Das war echt ruhig gestern. So. Da hinten, da stehe ich, da habe ich, ja. Und hier war auf einmal alles voll, das habe ich das so gewundert. Kein Truck auf der Straße, aber hier standen sie alle. Egal. So, von uns ist sehe ich keinen. Bin auch gestern ins Büro reingegangen und wir haben dann so ein Regal mit so Fächern drin. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Mit Fächern drin. Mit hier Envelopes, hier Briefumschläge, also Umschläge. Für jeden Fahrer, der rausfährt am Sonntag, weil das Büro ja nur am Sonntag von einem Disponenten besetzt ist. Und da stehen normalerweise 4 oder 5 Envelopes hier, Briefumschläge. Und da war dann nur noch einer und das war meiner. Ich bin gestern als letztes rausgefahren, aber irgendwie habe ich auch keinen auf der Straße gesehen. Hier hat sich gestern auch keiner eingestellt. Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. So. Ja, lass mich mal hier, ne? Kiste fertig machen und dann ist gleich die Pause vorbei. Und dann fahren wir noch 650 Kilometer bis zum Seitenstreifen. Oder? Alter, habe ich jetzt eine Zigarettenschachtel verloren? Oh, Mann, ey. Warum ist das Leben so ungerecht? Ich habe die doch beide hier reingetan. Da ist er. Hat sie mich beide hier in die Tasche reingetan. Das passte, weil ich heute keinen Hoodie anhabe und normalerweise tue ich das hier vorne rein. Aber ich habe es dann in die Hosentasche getan. Jetzt habe ich mich gerade gewundert. So, Gott. Ja, hier campen sie. Hier hat gestern so ein Geländewagen, so ein Geländewagen ist das, so ein Pickup, hat hier vorgestanden, hat hinten auf der Ladefläche einen Generator gehabt und hat dann den Wohnwagen mit Strom versorgt. Was ist denn gerade los mit Wohnwagen? Letzte Video Wohnwagen, heute Wohnwagen. So einen Wohnwagen könnte mein Kreisler auch ziehen. Reicht ja eigentlich auch aus, ne? Kauft sich Philipp jetzt einen Wohnwagen? Wird Philipp jetzt vom Trucker zum Camper? Wir wissen es nicht. Wir müssen uns überraschen lassen. Ja. Ja. Aber ich ein Camper-Typ? Weiß ich nicht. Aber gut, wenn du alles drin hast, ist ja alles gut. Hat ja alles. Oben Klimaanlage? Denke ich mal, ne?
Fahr ich da raus, so ein Ding. Für mich alleine? Für mich alleine? So. Alles klar, jetzt ist aber genug mit Reden. Jetzt werden wir der Realität ins Auge sehen und werden jetzt mal hier, ne? Das Ding fertig machen und losfahren. Bis später. So, ich habe jetzt noch 210, 220 Kilometer, 230 Kilometer vor mir. Habe jetzt hier angehalten, weil ich Hunger habe. Aber schon meinen nächsten Job. Schon vor 2 Stunden habe ich eine E-Mail bekommen. Neuer Job. Keine Molkereiprodukte. Ich fahre in den Hafen und hole Bananen morgen. Und dann ist das der geile Kunde, habe ich doch schon mal im Video erwähnt. Doch, habe ich schon mal erwähnt. Und zwar ist das der Kunde. Ich habe Mittwoch, heute ist Montag, morgen ist Dienstag. Ja, Mittwoch habe ich um 14 Uhr einen Außertermin. Und wenn ich da morgen ankomme, morgen Abend, da kann ich übrigens schlafen auf dem Hof, dann ist das der Japaner, der immer so lieb an die Tür klopft morgens um 6. Ganz lieb. Und dann fragt er, ja, möchtest du jetzt entladen werden? Ja. Und dann werde ich einfach wachgeklopft werden. Weil dieses Wachklopfen, das funktioniert besser als jeder Wecker. Man wird so wach und denkt sich, wo bist du? Scheiße. Machst die Tür auf und dann, ach ja, hier. Und dann, also ich fahre nach Oshawa, das liegt kurz vor Toronto. Und dann fahre ich da hin, dann fragt er dann lieb und dann mache ich das dann, ne, so, dann fahre ich zur Rampe, dann mache ich mich fertig, dann frühstücke ich schön und wenn ich dann gefrühstückt habe, das rückelt dann immer so, weil der so sanft entlädt, so, ne, dann merkt man, dass der Trailer leerer wird
Und dann, wenn man dann zu Ende gefrühstückt hat, seinen Kaffee frisch aufgegossen hat, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Dann, wenn man alles fertig hat, dann guckt man so ein bisschen so von seinem, da wo man sitzt, vom Bett aus, guckt man so in den Spiegel und dann ist die Rampe, das Licht von der Rampe ist dann wieder grün. Dann gehst du ins Büro, dann sagst du Bescheid. Hier sind deine Papiere unterschrieben, ne? So. Dann juckelst du zur Straße so, dann rufst du deinen Disponenten an und sagst ihm, Junge, ich bin Lea. Und der sagt dann, Philipp, ich hab was geplant. So, und dann fängt es an, nicht so gut zu werden, weil ich denke, dass ich nach Toronto reinfahren werden muss, ja genau, dass ich nach Toronto reinfahre, Trailer tauschen oder lade und dann bin ich Mittwoch morgen auf dem Weg nach Hause. Aber das ist schon wieder viel zu doll geplant. Ich wollte euch einfach nur erzählen, wie es jetzt weitergeht. Also ich werde gleich, gegen 7:30 werde ich da erst ankommen heute. Das heißt, ich werde auf dem Seitenstreifen mich hinstellen. Ich hoffe, da ist noch ein Platz. Da quetschen sie nämlich immer abends. Da bin ich nicht der Einzige, der steht. Da stehen ungefähr 5 oder 8. Und dann liefere ich erstmal hier meine Kartoffeln an. So. Könnt ihr das hören? Das Essen ruft. Bis später. Hallo! Grüße vom Seitenstreifen. Guck mal, was da kommt. Fahren die alle her. Oh, der qualmt ein bisschen. Ist das Reifen? Nee, das ist Öl. Ja. Da kann man das so ein bisschen dramatischer filmen. So. So, ich bin leer. Ja, hat eine gute Stunde gedauert. Und ich fahre jetzt zum nächsten Kunden. Das sind 85 Kilometer, also eine Dreiviertelstunde ungefähr. Da lade ich dann mein Obst und dann geht's nach Toronto. Ich sage jetzt Toronto, ist in der Nähe von Toronto, in Oshawa. Dann hatte ich ja gesagt gehabt, habe ich schon erzählt, ne? Ja, nee. Da schlafe ich dann beim Kunden morgen früh um 6 Uhr. Dann geht's weiter. So, ich würde sagen, auf geht's.
So, bin in Binghamton, hab getankt. Habe ich hier eben getankt, ne, da. Dann fährt man vor und dann kann man reingehen, seine Quittung holen oder so kurz was machen. Und während der tankt, dann kann man hier stehen. Und ich bin mit dem Tanken fertig. Vor mir stand einer und dann fahre ich so vor. Und dann warte ich 5 Minuten, also. Und dann bin ich zu ihm, bin ich dann raus und dann macht er so, ne? So, ich sag, gut, der fährt gleich los. Weil ich nochmal 5 Minuten gewartet, bin ich dann hingegangen. Ich sag, ist da irgendwas verkehrt? Warum fährst du nicht? Ich mache gerade meinen 30-Minuten-Break hier. Ich bin gleich fertig in 3 Minuten. Das heißt also, er ist da hinten hingefahren, hat gestanden, hat unter 8 km/h ist er vorgefahren, hat dann getankt, hier hingefahren, hier hat er seine Restpause gemacht. Dann sage ich sag, Alter, fahr los. Ich sag, mach das da hinten. Ich sag, fahr hier um die Ecke und mach das da hinten. Ich sag, ich verbrenne hier meine Schichtzeit. Ja, okay, alles klar. Doof, Mann. Warum sind die Menschen so egoistisch heutzutage? So, ich möchte gerne die Sendung, ich möchte gerne das Video beenden. Ich habe jetzt noch 544 Kilometer bis zum Kunden. Mal Licht anmachen hier, ne? Und, oh, mein Mikrofon sollte ich da behalten. So, ich habe jetzt, wie gesagt, die 544 Kilometer noch bis zum Kunden. Ich werde da so gegen 12:30 ankommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Entschuldigung für das abrupte Ende. Aber ich muss das jetzt gerade fertig machen hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, Teilnahme, liken, kommentieren, Facebook, Kanal Dracker Philipp. Dies ist das Donnerstagsvideo und ich komme wieder. Keine Frage. Bis bald. Tschüss.